Wie ihr seht, ist die Kürbisernte eingebracht und deshalb geht es jetzt an den zweiten Wagen. So, nach Komplettsanierung wieder geöffnet, sagen sie, glaube ich, immer bei den Restaurants, ne? Ja, also zunächst mal ist mir hier die Kleberflasche kaputt gegangen bei einem Versuch, da Weißleim rauszudrücken, nachdem ich vorher noch schön die Kanüle versäubert hatte. Und dann ist mir irgendwie das iPhone in die andere Kamera gefahren und es ist alles Kacke hier. Deshalb, den Kleber müssen wir eh wegschmeißen, weil das Ding kaputt ist. Machen wir jetzt einfach das Beste draus. Schnappen uns. Oh, die billigen Plastikteile sind irgendwie alle nicht da. Ja, toll. Das läuft hier wie's Brezelbacken. Tatsächlich, also es ist unglaublich, wie mäßig gut ich vorbereitet bin. Ist keiner da. Dann müssen wir halt einen anderen nehmen. Ne? Das hilft ja alles nichts. Den müssen wir dann nur schön sauber machen und dann passiert dem ja auch nichts. So. Ja. Nagelneu. Und ab dafür. Und das holen wir jetzt hier direkt aus dem Teil hier raus. Und da das jetzt ein bisschen zu dick fließt, verteilen wir uns das vorher mit dem Pinsel ein bisschen. So. Schöne Sauerei. Wirklich top. Zum Glück haben wir noch altes Papier da. Können wir das hier gerade mal ablegen. Ja. So, ein bisschen Löcher sind noch da. Aber nachdem ich mich ja beim ersten Mal so gnadenlos verrechnet hatte, habe ich diesmal ein bisschen großzügiger kalkuliert und noch ein Backup-Päckchen mitgenommen. So, und dann sieht man, man hat hier jetzt noch, hier ist noch ein relativ großes Loch und hier und vor allem in dem Bereich hier müssen wir ein bisschen on top packen, würde ich sagen. Ja, sieht doch ganz gut aus. 4 habe ich noch. Mal schauen, was ich mit denen mache. Jetzt kommt erstmal die defekte Flasche in den Müll und der Pinsel wird gereinigt. So, der Pinsel ist schick sauber gemacht, der Kleber ist fachgerecht entsorgt worden und dann können wir uns jetzt um die Steigung auf der Gartenbahn, auf der Loggia-Bahn, auf der Great Pumpkin Railroad kümmern. Ich bin ja mit den Steinen, die ich da benutzt habe, nicht so zufrieden, weil das wackelt alles und ist alles irgendwie schief. Und der ein oder andere aufmerksame Zuschauer hat das beim letzten Mal schon gemerkt. Das ist hier eine Lego-Platte, 4x6. Wichtig ist aber eigentlich nur die Breite von 4, weil das passt ganz genau hier unten rein. Es klickt sogar ein bisschen, also wie man das von Lego so kennt, Klemmbausteinen. Verklemmt sich das hier sogar ein bisschen, hat also auch eine gewisse Stabilität. Jetzt ist es ja so, Lego war mal richtig gut. Also Lego, weiß nicht, ob ihr das kennt. Die Älteren und euch vielleicht schon. Das ist so ein Klemmbausteinproduzent aus dem beschaulichen Dänemark. Die haben vor vielen, vielen Jahren richtig gutes Zeug gemacht in Sachen Bahn. In Sachen Lego-Modellbahn, wenn man so will. Von der GP, ich glaube es war eine GP38-2 für die BNSF, über die F-Units von der Santa Fe bis hin zur Maersk GP38-2. Richtig geiles Zeug. Und dann nichts mehr. Ja, alles nur noch Schrott, was derzeit von Lego in Sachen Bahn so auf den Markt geschmissen wird. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dann schau doch zu den anderen, wenn dich irgendwie Lego-Bahn interessiert. Aber ganz ehrlich, habt ihr euch den Scheiß mal angeguckt, den Moldbricks da rausbringt? Oder Bluebricks? Ja, das sieht doch alles nach nichts aus. Dazu kommt noch, dass ich den Typ für einen Unsympath halte, der da irgendwie Bluebricks leitet. Und da stecke ich kein Geld rein. Aber das soll ja auch gar nicht das Thema sein. Die eigentliche Idee war, wenn Lego noch immer ein geiles Bahnsystem hätte, hätten sie wahrscheinlich auch eine geile Lösung, um Steigungen zu bauen.
Aber Lego hat das nicht mehr. Und jetzt gibt es trotzdem die anderen. Ihr erinnert euch an das Paket aus Polen. Und natürlich denkt man da zunächst an Kobi, weil Klemmbaustein und Polen in einem Wort, in einem Satz, das ist primär Polen. Aber in meinem Fall ist das nicht. In meinem Fall ist es Trix Bricks. Hat, glaube ich, mit der Märklin-Marke gar nichts zu tun. War wahrscheinlich nur wegen den 2 Xen lustig. Trix Bricks aus Polen produziert Steigungen für die Lego-Bahn quasi. Und wie schon gesagt, so eine 4x6 oder auch 4x8 oder 4x10 Platte passt hier ideal rein. Also warum nicht auf das zurückgreifen, was da ist? Und das, was Trix Bricks hier liefert, das sind jetzt hier Highest Supports. Das sind also, ich glaube, 20 oder 10, 11. Also 11 sind abgebildet, hier steht es sind 10. Alles klar. Die sind immer auf einer Höhe, das ist für den Teil, wo die Bahn dann auf der Anhöhe fährt. Und passend dazu habe ich natürlich noch die Incline Supports. Die hier so den Anstieg dann hergeben. Und das ist, ich habe schon mal reingespickt vorher. Teilweise 3D gedrucktes Lego. Tatsächlich. Also das hier ist 3D-Druck. Unten dran sieht man es noch sehr schön mit den streifenweisen Aufbau tatsächlich. Und es ist relativ matt. Wenn man es mit normalem Lego vergleicht, wären die hier wohl tatsächlich so wie man es von Lego auch kennt, aus einer Spritzform kommen, denn die sind sehr schön glänzend außen. Obendrauf ist das X für Trix Bricks. Und was machen wir jetzt? Wir bauen jetzt unsere Steigungsgeschichten auf, würde ich sagen. Und jetzt hatte ich mit der Tüte begonnen. Das waren die, ja, hast du nicht gesehen. Genau. Doch, das waren die Highest Supports. Und die Highest Supports bestehen aus jeweils 7 auf einer Seite. Also wenn es 10 Stück sind, 140 von den Teilen sind drin. 2 brauchen wir jeweils, sind 140 durch 20, sind 7 von diesen Teilen übereinander. Und dann ist man auf der höchsten Höhe. Das ist auch eine schöne Höhe für meinen Balkon, das habe ich schon geguckt. Das wäre dann also hier der erste Kandidat und das machen wir jetzt mal 20 Mal, hätte ich gesagt. Ne? Los geht's. Fertig. Primär eine Fleißarbeit, auch kein einziges Mal verzählt, bin richtig stolz auf mich. Jetzt auf jeden Fall 20 Pfosten fertig und die bauen wir jetzt zusammen zu einer Stützkonstruktion. Dazu kommen die eigentlichen Pfosten erstmal in die 3D gedruckten Halterungen hier, mit denen sie dann auch auf dem Boden stehen werden. Der Held der Steine übrigens sehr sehenswerter Kanal zum Thema Lego. Prangert das auch immer mal wieder an, dass Lego ist seit Jahren grandios verkackt, wenn es ums Thema Eisenbahn geht. Ja, ich sehe euch schon lachen. So viel zum Thema kein einziges Mal verzählt, ne? Ich würde sagen, da war ein Stein zu viel dabei.
Jetzt stimmt's. Also, alle Stützen in den Halterungen angebracht. Und da oben drauf kommen jetzt ebenfalls 3D gedruckt hier die Teile mit den Löchern und gleichzeitig auch noch hier mit einem Clips. Und das kommt hier, das ist auch ein 3D gedrucktes Teil, die kommen hier unten dran. Ich mache hier ein bisschen zur Seite. Also die hier unten dran. Dann oben drauf. Weiß jetzt gar nicht, mal gucken, mal einen schnellen Blick in die Anleitung werfen. Also die längeren Stützfüße sind war doch richtig, in Fahrtrichtung. Und die kürzeren sind quer zur späteren Fahrbahn. Das heißt, wir haben das so. Und dann kommt hier das Teil rein. Und das Schöne daran ist halt, das ist flexibel. Also das kann man drehen. Ist nicht so starr wie meine Pflastersteine beispielsweise. Und dadurch lässt sich das schön an Steigungen entsprechend anpassen. Wir machen jetzt mal noch einen zweiten fertig. Die so 3D gedruckt. Die Sachen, die sind manchmal ein bisschen hakeliger, als man das vielleicht kennt, wenn man regelmäßig Lego-Bausätze zusammenbaut. Aber es geht. Gar kein Ding. Und bevor ich mir da irgendwie selber bei Bricklink oder so was zusammengeklickert hätte, auf jeden Fall super gut. Das hier ist tatsächlich wieder unser 4er Abstand. Und das kommt uns hier natürlich zugute. Und schon haben wir unser Gleis aufgeständert. Ich habe jetzt hier nur ein sehr kurzes Stück dabei, das heißt, ich kann jetzt ganz schlecht einen Anstieg machen. Wir gucken nachher mal, wenn wir die Inclines zusammenbauen. Aber jetzt machen wir erstmal hier die Highest Supports. Alle fertig. So, die Highest Supports sind beide fertig. Beide fertig, alle fertig, alle 10. Es sind tatsächlich 2 Teile über. Keine Ahnung, vielleicht haben wir auch einfach nur einen Doppel-6er gebaut. Das werden wir dann noch feststellen. Und wir gehen jetzt mal an die Inclines, würde ich sagen. Da sind noch ein paar andere Teile dabei. Unter anderem hier die Plates, die auch nicht 3D gedruckt aussehen in dem konkreten Fall. Dann natürlich hier unsere großen Pfostenteile. Und dann aus dem 3D-Drucker wieder die Scharnierteile und die Füße. Tja, Akku all. So, auch hier sind wieder ein paar Sachen übrig, in dem Fall sogar eine von den 3D gedruckten runden Aufnahmen. Und hier liegt noch eine. Sollte aber soweit passen. Es ist leider von der Anleitung her tatsächlich ein bisschen schwierig zu erkennen. Wir haben jetzt also hier 10 Inclines. Von 0 bis 9. Und dann kann man hier eine sehr sanfte Steigung bauen. Ich weiß nicht, ob man das im Video aktuell so richtig gut erkennen kann. Da bin ich jetzt vom 0er auf den 1er hoch. Ich kann auch den 1er mal rausnehmen und kann direkt den 2er mal reinsetzen. Dann ist die Steigung natürlich ein bisschen
deutlicher. Und durch die Möglichkeit unten drunter, dass der Teil in der Mitte halt flexibel ist, sieht das eigentlich sehr gut aus, dass es genau das tut, was ich gerne haben möchte. Nämlich eine Rampe bauen. Dann machen wir mal die anderen Inclines, die dann ja eigentlich Declines sein müssen, und dann schauen wir weiter. Und damit ist auch die zweite Tüte fertig. Ich habe noch eine zweite Tüte von den Highest Supports. Ob ich die wirklich benutzen werde, weiß ich noch nicht. Eventuell, um ein bisschen Stabilität unten reinzubringen, wenn die Strecke, die dann wirklich komplett auf maximaler Höhe läuft, dann doch zu lang wird. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich auch noch nicht, weil dazu muss ich es erstmal einbauen. Dazu müssen aber zwei Parameter erfüllt sein. Zum einen muss draußen wieder ein bisschen heller werden. Aktuell ist es stockdunkel, und ein bisschen trockener. Das wäre ganz toll. Und dann kann ich immer noch nicht die eine Frage beantworten, nämlich wie sich das Ganze von der UV-Beständigkeit her hält, weil Lego ist ja doch dann eher so ein Innenspielzeug. Und wenn das 2 Monate im Jahr draußen steht, könnte es schon sein, dass das Material relativ schnell spröde wird. Aber dazu werden wir dann nächstes Jahr Erkenntnisse haben. So, jetzt ist der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Denn jetzt schauen wir, ob meine 3D-gedruckten Klemmbausteinrampen das halten, was ich mir von ihnen verspreche. Wetter hat gepasst, hell war es mit viel gutem Zureden. Ergebnis fällt dann doch eher unter nicht schön, aber selten. Das größte Problem sind die Kurven. Wenn man da vorher drüber nachgedacht hätte, hätte man das sicherlich auch merken können. Ich habe nicht drüber nachgedacht und musste das jetzt natürlich leidlich erfahren, dass logischerweise am Außenbogen der Schwellenabstand leicht anders ist als am Innenbogen. Das mit der 4er Lego Plate klappt super in der Geraden und halt nicht in der Kurve. Jetzt sind aber meine Anstiege primär alle in der Kurve gelegen. Dann ist der Anstieg, den man mit diesen Teilen erreicht, tatsächlich relativ steil. Das Genka müht sich echt ab mit nur einem Wagen dran. Und insgesamt sind die Konstruktionen leider doch ganz schön instabil. Also das ist mit richtigem Lego tatsächlich nicht zu vergleichen. Vor allen Dingen die 3D-gedruckten Klemmbausteinteile halten nicht wirklich gut. Und sobald die kleinen Plates ins Spiel kommen, wird es nochmal schlimmer. Und das klappt dann alles direkt wieder auseinander. Aber es funktioniert jetzt erstmal. Das Genka fährt jetzt erstmal in die andere Richtung, weil der Anstieg hier zu meiner linken tatsächlich zu steil ist. Da kommt es gar nicht hoch. Den hier zu meiner rechten ein bisschen flacher gemacht. Und da kommt es dann wenigstens einigermaßen hoch. Mal schauen, ich habe mir jetzt Haftreifen fürs Genka bestellt. Mal gucken, ob das irgendwas verbessert. Und ja, für die Steigung müssen wir mal gucken, ob wir noch was anderes finden.